Alle Männer Israels aus dem Gebiet von Dan im Norden bis Beersheba im Süden und aus Gilead im Osten gingen nach Mispa und versammelten sich dort in der Gegenwart des Herrn. Auch die Oberhäupter der israelitischen Stämme waren gekommen. Sie stellten ein Heer von 400.000 Soldaten auf, die alle mit Schwertern bewaffnet waren. Im Stammesgebiet von Benjamin wusste man von diesem Treffen. Die Israeliten fragten: Sagt doch, wie konnte dieses schreckliche Verbrechen nur geschehen? Der Levit, dessen Frau ermordet worden war, berichtete: Ich kam mit meiner Nebenfrau nach Gibea im Gebiet von Benjamin. Wir wollten dort übernachten. Die Männer der Stadt versuchten, mich in ihre Gewalt zu bekommen. Sie umstellten in der Nacht das Haus meines Gastgebers und wollten mich töten. Meine Nebenfrau haben sie so brutal vergewaltigt, dass sie gestorben ist. Ich habe ihre Leiche zerteilt und die Stücke überall in Israel herumzeigen lassen. Jeder sollte sehen, was für ein abscheuliches Verbrechen in unserem Land geschehen ist. Darum seid ihr alle hier versammelt. Männer von Israel, bildet ein Urteil und entscheidet, was zu tun ist. Da standen alle Israeliten auf und erklärten einstimmig: Keiner von uns wird nach Hause zurückkehren, bevor Gibea seine gerechte Strafe bekommen hat. Wir müssen sofort gegen die Stadt vorgehen. Das Los soll entscheiden, wer was zu tun hat. Jeder 10. von uns soll Verpflegung für unser Heer besorgen. Alle anderen kommen mit nach Gibea. Wir werden die Bewohner dort zur Rechenschaft ziehen für das Verbrechen, das sie in unserem Land begangen haben. So zogen die Israeliten geschlossen nach Gibea, um die Stadt anzugreifen. Unterwegs sandten sie Boten zu allen Sippen des Stammes Benjamin und ließen ihnen ausrichten: Bei euch ist eine abscheuliche Tat verübt worden. Liefert uns die Männer von Gibea aus. Wir werden diese skrupellosen Kerle töten. Eine solche Schandtat darf in Israel nicht geduldet werden. Doch dazu waren die Benjaminiter nicht bereit. Aus dem ganzen Stammesgebiet zogen sie nach Gibea, um der Stadt im Kampf gegen die Israeliten zu helfen. Noch am selben Tag stellten sie ein Heer von 26.000 Mann auf, alle mit Schwertern bewaffnet. Dazu kamen weitere 700 erfahrene Soldaten aus Gibea selbst. Im ganzen Stamm Benjamin gab es 700 Mann, allesamt Linkshänder, die hervorragend mit der Steinschleuder umgehen konnten und nie ihr Ziel verfehlten. Die Israeliten hatten ohne den Stamm Benjamin 400.000 kampferprobte Soldaten aufgeboten, die mit Schwertern bewaffnet waren. Sie zogen nach Bethel und fragten Gott: Welcher Stamm soll uns in der Schlacht gegen Benjamin anführen? Der Herr antwortete: Juda soll vorangehen. Am nächsten Morgen zogen die Israeliten nach Gibea und schlugen in der Nähe ihr Heerlager auf. Sie machten sich zum Angriff bereit und stellten sich in Schlachtordnung vor die Stadt. Da stürmten die Benjaminiter heraus und töteten an jedem Tag 22.000 Mann von ihnen. Die Israeliten flohen nach Bethel zum Heiligtum des Herrn und weinten dort bis zum Abend. Sie fragten den Herrn: Sollen wir noch einmal gegen unsere Brüder vom Stamm Benjamin kämpfen? Der Herr antwortete: Ja, greift sie an. Nun fassten die Israeliten wieder Mut. Sie stellten sich am nächsten Tag an derselben Stelle auf, um Gibea anzugreifen. Doch die Benjaminiter kamen ihnen erneut zuvor und brachten 18.000 israelitische Soldaten um. Da zog das ganze Heer der Israeliten wieder zum Heiligtum des Herrn nach Bethel. Dort weinten und fasteten sie bis zum Abend. Sie brachten dem Herrn Brand- und Friedensopfer dar und fragten ihn, was sie tun sollten. Zu dieser Zeit stand in Bethel die Bundeslade Gottes, und Pinhas, ein Sohn von Eleazar und Enkel von Aaron, übte das Priesteramt aus. Sollen wir noch einmal gegen unsere Stammesbrüder von Benjamin kämpfen, oder sollen wir aufgeben? Fragten die Israeliten. Greift sie an, antwortete der Herr. Morgen schenke ich euch den Sieg über sie. Diesmal legten sich einige israelitische Soldaten rings um Gibea in den Hinterhalt. Die anderen stellten sich wie in den 2 ersten Tagen vor der Stadt zum Kampf auf. Wieder stürmten die Benjaminiter heraus und griffen an. Auf den Wegen, die nach Bethel und nach Gibea führten, und auf dem offenen Land töteten sie etwa 30 Israeliten. Dabei entfernten sie sich immer weiter von der Stadt. Jetzt schlagen wir sie wie die letzten Male, riefen sie. Doch die Männer von Israel hatten sich einen Plan zurechtgelegt. Wir fliehen vor ihnen und locken sie von der Stadt weg auf die Wege. Sie rannten vor den Benjaminitern davon, bei Baal Tamar, aber kehrten sie um und stellten sich ihren Verfolgern entgegen. Die anderen Israeliten, die sich zunächst rings um Gibea auf freiem Feld versteckt hatten, stürmten nun heran. Plötzlich sahen sich die Benjaminiter von Gibea 10.000 der besten Soldaten aus ganz Israel gegenüber, und es entbrannte eine heftige Schlacht. Unerwartet brach das Unglück über die Stadt herein. Der Herr selbst schenkte den Israeliten den Sieg. Und so konnten sie an jenem Tag 25.100 benjaminitische Soldaten töten. Erst ganz zuletzt begriffen die Benjaminiter, dass sie verloren waren. So war der Kampf im Einzelnen verlaufen.
Das israelitische Heer hatte die Benjaminiter durch seine Flucht von Gibea fortgelockt. Die Männer, die rings um Gibea im Hinterhalt lagen, brachen aus ihren Verstecken hervor, überfielen die Stadt und töteten alle Menschen dort mit dem Schwert. Dann legten sie Feuer und ließen eine große Rauchwolke aufsteigen. Dies war das Zeichen für die anderen Soldaten, die zum Schreien vor den Benjaminitern geflohen waren. Die Benjaminiter hatten etwa 30 Israeliten getötet und gerufen: Wir werden sie besiegen, wie gestern und vorgestern. Plötzlich stieg hinter ihnen der Rauch aus der Stadt auf. Die Benjaminiter drehten sich um und sahen, dass ganz Gibea in Flammen stand. In diesem Augenblick machten die fliehenden Israeliten kehrt und griffen ihre Feinde an. Da packte die Benjaminiter die Angst. Sie merkten, dass sie verloren waren und versuchten nach Osten in Richtung Wüste zu entkommen. Nun verfolgten auch diejenigen Soldaten sie, die vorher Gibea aus dem Hinterhalt angegriffen hatten. Die Israeliten holten die Fliehenden ein, umzingelten sie und brachten sie um. 18.000 Benjaminiter, alles erfahrene Soldaten, fielen in der Schlacht. Die Überlebenden versuchten, weiter in Richtung Wüste zum Rimonfelsen zu fliehen. Doch die Israeliten überwältigten unterwegs 5.000 von ihnen und stachen sie nieder. Weitere 2.000 töteten sie bei Gidom. Insgesamt verloren die Benjaminiter in dieser Schlacht 25.000 gute und kampferprobte Soldaten. Nur 600 erreichten den Rimonfelsen und versteckten sich dort 4 Monate lang. Die Israeliten brachen die Verfolgung ab und kehrten in das Stammesgebiet Benjamins zurück. Hier töteten sie alle Menschen und Tiere, die sie fanden, und brannten die Städte nieder.